Stellen wir uns einmal vor, wir wollen das Integral von 0 bis 3 von Betrag von x hoch 3 minus 6x² plus 11x minus 6 dx bestimmen. Anschaulich bedeutet das, dass wir die Fläche zwischen dem Graphen der Funktion g von x gleich Betrag x hoch 3 minus 6x² plus 11x minus 6 und der x-Achse im Intervall von 0 bis 3 berechnen möchten. Dazu müssen wir eine Stammfunktion von g von x finden. Das wäre nicht schwierig, wenn nicht da die Betragsstriche um den Ausdruck x hoch 3 minus 6x² plus 11x minus 6 stünden. Sie werden wegen dieser Betragsstriche in keiner Formelsammlung eine Stammfunktion von g finden, obwohl der Ausdruck zwischen den Betragsstrichen ja eigentlich nur ein Polynom ist. Aber da wir keine Stammfunktion finden mit Betragsstrichen, müssen wir die Betragsstriche beseitigen. Und wie das geht, schauen wir uns erst einmal an einem etwas einfacheren Beispiel an. Betrachten wir einmal die Funktion f von x gleich minus x plus 2 und h von x gleich Betrag von f von x, also Betrag von minus x plus 2. Deren Graphen sehen wir hier rechts in der Skizze. Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass die Graphen in dem Bereich übereinstimmen, in dem die Funktionswerte positiv sind. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn für alle x-Werte, für die f von x gleich minus x plus 2 positiv ist, sind die Funktionswerte von f von x und h von x identisch, denn die Betragsstriche um positive Zahlen verändern diese positiven Zahlen nicht. Es ergibt sich wieder eine positive Zahl. In dem Bereich, in dem der Graph von f unterhalb der x-Achse verläuft, sieht der Graph von h allerdings anders aus. Konkret ist hier der Graph von h gleich dem an der x-Achse gespiegelten Graphen von f. Bezogen auf die Funktionswerte bedeutet das, dass h von x dort, wo f negativ ist, den betragsmäßig gleichen positiven Funktionswert annimmt. Beispielsweise gilt, f an der Stelle 4 ist gleich minus 4 plus 2, also minus 2, während h von 4 gleich Betrag von f von 4, also Betrag von minus 2 gleich 2 ist. Es ergibt sich also derselbe Wert, nur mit einem anderen Vorzeichen. Statt h von 4 gleich Betrag von minus 2 gleich 2 könnten wir auch schreiben, h von 4 ist gleich minus 2 gleich 2, denn minus minus ergibt plus. Und damit haben wir auch schon eine Lösung gefunden, wie wir die Funktionsvorschrift von h ohne Betragsstriche ausdrücken können. Das heißt, wie wir die Betragsstriche beseitigen können. Wir müssen dazu h nur etwas anders aufschreiben. Überall, wo der Ausdruck zwischen den Betragsstrichen, also klein f von x, größer oder gleich 0 ist, da können wir die Betragsstriche sowieso weglassen, da sich zwischen den Betragsstrichen ein positiver Wert ergibt und die Betragsstriche diesen Wert nicht verändern. Dem Graphen von f entnehmen wir, dass f von x für x kleiner gleich 2 positiv oder 0 ist. Also schreiben wir, h von x ist gleich Betrag von f von x ist gleich minus x plus 2 für alle x, für die f von x positiv oder 0 ist, also für x kleiner gleich 2. Für x größer 2 sind die Funktionswerte f von x allerdings negativ. Und daher machen wir jetzt den Trick mit dem Minuszeichen, um die Betragsstriche bei h loszuwerden. Das heißt, wir schreiben, h von x ist gleich Betrag von f von x ist gleich minus f von x, also ist gleich minus
Klammer auf, minus x plus 2, Klammer zu, gleich x minus 2. Zusammengefasst erhalten wir also h von x ist gleich minus x plus 2 für x kleiner gleich 2 und h von x ist gleich minus, Klammer auf, minus x plus 2, Klammer zu, für x größer 2. Und diese Schreibweise erinnert doch sehr an unsere ursprüngliche Fragestellung, die wir hier wieder sehen. Der Logik von eben folgend müsste nun der Ausdruck zwischen den Betragsstrichen, das heißt f von x gleich x hoch 3 minus 6x² plus 11x minus 6, zwischen 0 und 1 negativ sein. Denn darauf weist das Minuszeichen vor klein f von x hin. Und das lässt sich auch leicht bestätigen, wenn Sie sich den Graphen von f von x anschauen oder x-Werte zwischen 0 und 1 in f von x einsetzen. Entsprechend wird f von x zwischen 1 und 2 positiv sein, denn hier gilt, g von x ist gleich f von x. Und da weiter für x zwischen 2 und 3 g von x wieder gleich minus f von x gilt, wird f zwischen 2 und 3 negative Funktionswerte annehmen. Plotten Sie sich den Graphen von f, um dies zu bestätigen. Und ein Plot wird auch zeigen, dass die x-Werte, wo f von x einen Vorzeichenwechsel vollzieht, also beispielsweise zunächst unterhalb der x-Achse verläuft und anschließend oberhalb, dass diese Vorzeichenwechsel, diese Nullstellen bei x gleich 1 und x gleich 2 liegen. Das heißt, hier haben wir Nullstellen von f. Insgesamt haben wir damit eine Möglichkeit kennengelernt, Betragsstriche um eine Funktion zu beseitigen und durch eine sogenannte stückweise definierte Funktion ohne Betragsstriche zu ersetzen, die wir nun leicht integrieren können. Dazu, um die Betragsstriche zu vermeiden, berechnet man also zunächst die Nullstellen der Funktion zwischen den Betragsstrichen, die wir immer mit f von x bezeichnet haben. Anschließend analysiert man, ob die Funktionswerte von f zwischen zwei Nullstellen und links und rechts von den äußeren Nullstellen positive oder negative Funktionswerte annehmen und setzt anschließend entsprechend g von x gleich f von x bzw. g von x gleich minus f von x auf den entsprechenden Teilintervallen. Die Hauptschwierigkeit liegt also eigentlich nur darin, die Nullstellen von f von x zu bestimmen. Der Rest besteht dann nur noch aus Einsetzen, Ablesen und Hinschreiben. Abschließend sei angemerkt, dass dieses Vorgehen nur bei stetigen Funktionen funktioniert, also bei Funktionen, deren Graphen wir ohne den Stift abzusetzen zeichnen können. Da aber fast alle Funktionen, mit denen wir es zu tun haben, diese Eigenschaft haben, funktioniert das geschilderte Vorgehen entsprechend fast immer.